Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Main und werden heute mal schauen, wie weit wir es schaffen, im Elevator voranzukommen und ja, welche Etage für uns möglich ist, welche wir nicht schaffen und wann wir aufhören sollten. Ja. Wir werden heute mal so uns ein bisschen rantasten, denn wir haben ja vor, am Sonntag um 20 Uhr schließt ja der Elevator und ja, wie ihr gestern schon bereits erfahren habt, werde ich dort auch live streamen und dort werden wir nochmal alles geben. Da werden wir die Enter-Taste auf jedem Server glühen lassen. Ja, heute ist nochmal so ein kleiner Vorgeschmack auf jeden Fall auf das, was euch Sonntag erwarten wird. Auf mein Main versuche ich wirklich das Maximum rauszuholen, auf W50 wirklich das Maximum und auf W27 da werden wir auch einiges an Schweiß reinballern, ja. Da ich ja den Battle Mage, der ist ja wirklich, ja, beschränkt, sag ich mal, in den Dungeons so, ne. Mein Magier hat wirklich mit die besten Chancen und das ist nicht nur, weil der vom Level her mit am höchsten ist, das ist klar, das mache ich aber unabhängig. Die Magier sind halt wirklich bevorzugt in diesem Dungeon, weil die halt auf sehr viele ihrer eigenen Klasse treffen, wo Krieger überhaupt gar keine Chance haben gegen die Magier. Kundschafter auch nicht wirklich. Ja, es sind halt wirklich an sich die Magier, die hier tatsächlich mit am meisten rasieren im... Jetzt haben wir noch einen Try gemacht. Im Elevator, ne? Und ja, das werden wir uns gleich anschauen. Was ich euch aber auch noch zeigen wollte, ist meine Legendary-Steine. Ich habe in letzter Zeit wieder ein paar bekommen. Ich habe ja jetzt eine 83er Mine momentan gerade. Die sind schon ordentlich. Ja, wenn man sich das mal anschaut, hier, das ist mein bester Stein, den ich bisher gezogen habe. 2025. Ja, ich dachte, das ist so mein erster, den ich über 2K habe, aber ich habe hier tatsächlich schon mal einen bekommen über 2K. Das ist ordentlich. Den werde ich schön in meine neue Waffe reinsetzen, wenn wir zu Ostern in den Legendary Dungeon reingehen werden. Dort werden wir richtig... Der wird richtig schön rein in die Leggy-Waffe, ja. Falls wir nicht noch einen besseren bekommen, kann natürlich alles passieren, dann kommt natürlich noch ein besserer in die neue Waffe rein. Aber das wird nice, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das wird auch eine sehr teure Angelegenheit werden. Versuchen wir erstmal hier Platz 1 uns wieder zu holen. Und wir gucken mal, was wir so machen, was passiert hier. Ne? Wir sind immer noch auf Platz 2. Die Platz 1 Gilde setzt sich immer weiter ab. Ist wirklich sehr, 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 sehr belastend. Die Belohnungen, wie gesagt, sind die gleichen, aber einen silbernen Profilhintergrund mit Stufe 600 dann zu haben, nee, fühle ich nicht so. Also, ja, ist schade. Wir haben auch nochmal eine Gilden-Rundmail geschrieben. Falls ihr die gleichen Probleme habt in eurer Gilde, würde ich euch das auch empfehlen, nochmal vielleicht eine Rundmail zu schreiben. Eventuell motiviert das nochmal den einen oder anderen. Aber wie schon erwähnt, ist es halt ziemlich nützlich, dieses Event, um mal halt rauszufiltern, wer halt wirklich hier aktiv am Spielen ist und wer nicht. Ja, das ist wirklich, ja, das kann man hier wirklich sehr gut abschätzen, so, ne? Manche sparen sich ja ein paar Etagen auf, das ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Allerdings sollte man jeden Tag schon so seine paar Angriffe machen, um halt eben doch ein paar Marken zu sammeln. Ja, und jetzt gehen wir natürlich mal selbst rein in den Elevator und schauen mal, wie weit wir heute kommen werden. Ja, also, wie weit kommt mein 597er Magier im Elevator? Wir sind natürlich schon relativ weit. Wie gesagt, 450 habe ich bisher noch nicht erreicht. Und heute wird es halt wirklich nur so ein kleines Vorgeplänkel werden für das, was euch denn am Sonntag erwarten wird im Livestream. Wie gesagt, spätestens ab 18 Uhr gehen wir am Sonntag live und werden die letzten 2 Stunden des Events auf jeden Fall verfolgen. Wenn nicht sogar früher, ja, vielleicht gehe ich schon ein bisschen früher live, aber das kann ich euch noch nicht ganz genau versprechen. Spätestens aber 18 Uhr geht das Ganze los. Da setze ich zumindest so den Stream an. Ja. So, und dort werden wir auch versuchen, halt wirklich, ja, so hoch wie möglich zu kommen. Mein momentaner Rekord ist 443.
Das ist das, was es zu schlagen gibt. Ich bezweifle, dass wir 450 erreichen werden. Das steht, glaube ich, nicht zur Frage. Wäre cool, aber ist, glaube ich, nicht weiter machbar, weil die Gegner wirklich verdammt schwer werden. Und ja, ich glaube nicht, dass ich denn meine kompletten Pilze hier rein investieren werde, aber schon einen ordentlichen Teil, ja, so wie jetzt auch gerade. Und ja, ist natürlich nicht sehr empfehlenswert, auf so einer hohen Stufe hier viele Pilze reinzuballern, aber wenn man halt eben ganz oben von den Marken her mitmischen will, muss man das halt eben auch auf einem Top-Niveau machen und sich nicht irgendwo in einem unteren Bereich halten und dort warten, bis halt irgendwann, ja, der Dungeon vorbei ist. So, wir sind bei 441. Der Gegner ist immer schon sehr hartnäckig hier. Der Gegner, der danach kommt, ist ebenso hartnäckig, ja, aber die haben wir beide schon mal, ja, gelegt bekommen. Deswegen bin ich hier zuversichtlich, dass wir den heute eventuell auch nochmal schlagen. Und wie immer, natürlich nicht zu empfehlen, das Ganze hier nachzumachen. Ne? Da möchte ich nochmal einen kleinen Alert rausgeben an euch. Dann guckt es lieber bei mir, anstatt da selbst die Pilze hier reinzuballern. Oder nutzt sie sinnvoller, ja. Also nutzt sie sinnvoller für, keine Ahnung, Greifendrache, Alu-Spielen, Glücksrad. Das ist sehr sinnvoll. Oder wenn ihr die Pilze gar nicht leiden könnt, ja, und eine Pilzallergie habt, dann skippt damit an, ja, weiß ich, die Goldgrube oder so. Das sind so die Sachen, die nachher, wenn ihr schon alles soweit ausgebaut habt, die ihr machen könnt, die sinnvoll sind, wenn man Pilze ausgeben will, ja, zum Fenster rausschmeißen will. Auf jeden Fall sinnvoller als das, was ich hier mache. So, da habt ihr auf jeden Fall mehr von, wenn ihr die Goldgrube skippt, als das hier zu machen jetzt, ne? Genau. So, wir gucken mal, ob wir heute unseren Rekord schlagen können, ja. Ja, Stockwerk 444 wäre zum Ende des Events schon ganz cool, aber ich muss sagen, die Gegner sind halt wirklich schon sehr begrenzt legbar, denn ja, ihr seht, es müssen 2 perfekte Crits gelandet werden, damit ich den Gegner hier besiegen kann, und dafür hat meine Waffe jetzt nicht die dementsprechende Reichweite. Alter, was war das denn, Junge? Ja, und ihr seht schon bereits, der Gegner ist hier Stufe 890. Das ist auch sehr chillig auf jeden Fall. Und es ist aber machbar. Es ist sehr, sehr machbar. Wir hatten den die letzten Tage auch schon besiegt. Deswegen, ich möchte hier zumindest in dem Video heute meinen Rekord nicht brechen. Ja, brechen wäre zu viel verlangt. Aber zumindest auf meinen Rekord nochmal kommen. Ne? Also auf 400... Ja, sagen wir 400... Ja, nice, da haben wir ihn. 443 ist mein Rekord. So, der Gegner hier ist auch... Ja, ist auch genauso schwer eigentlich. Ist vom Prinzip her eigentlich fast genau das gleiche so. Nur, dass es halt ein Krieger ist. Er ist nochmal 2 Level stärker. Aber ansonsten, ja, ist es genau das gleiche so. Wir sind auf Etage 442, was schon sehr gut ist, glaube ich, für mein Level. Ich habe da jetzt wenig Referenzcharts, die ich dagegen vergleichen könnte, und da haben wir ihn auch down. Sehr nice. So, und jetzt sind wir schon aktuell auf meinem höchsten Stand, den ich bisher je erreicht habe, hier im Elevator. So, mal schauen, ob wir den heute brechen können und ob wir heute vielleicht Etage 444 erreichen. Oder ob ab der Stufe Schluss ist. Ich muss sagen, nachdem ich die letzten 2 Gegner, weil das sind wirklich sehr, sehr harte Gegner immer gewesen, die letzten paar Tage, nachdem ich die down hatte, habe ich den wilden Keiler hier nicht wirklich weiter getried, weil es sich für mich einfach nicht lohnt, pilztechnisch gesehen, noch mehr Versuche hier reinzustecken. Ihr seht auch, das ist ein Krieger, der hält nochmal ordentlich mehr aus. Weiß ich nicht, wie sehr doll machbar der ist, und im Vergleich dazu, was der denn halt auch an Ressourcen, an Rewards bringt, ist es halt auch eher dünn gesät, sag ich mal. Ob der überhaupt machbar ist, weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist das ein ziemlich harter Brocken. Es wäre aber cool, wenn wir die Etage 444 erreichen, so einfach für die Optik halt, ne? Und ja, wie gesagt, den Keiler habe ich bisher auch noch nicht so weiter getried. Ne? Es ist schade, dass wir uns die Versuche nicht immer angucken können, weil ich so schnell Enter spamme und die Kämpfe so schnell überspringe, dass ich gar nicht dazu komme, den Kampf zu speichern. Es sei denn, ich würde die jetzt in dem Tempo hier
anklickern, dann könnte ich natürlich auf Kampf speichern gehen hier und dann ist er gespeichert. Ne? Aber meistens spamme ich ja so schnell durch. Mal die Mauszeiger hier aus dem Bild, das triggert. Ja, meistens spamme ich die Kämpfe so schnell durch, dass ich die Kämpfe auch überspringe und die dann gar nicht gespeichert werden. Ja. So, deswegen würde ich sagen, tryen wir noch ein bisschen rein. Aber ich glaube... Oh, das war ein sehr knapper Versuch, den hätte ich mir gerne angeschaut. Ja, das Ding ist halt, glaube ich, auch, dass ich nicht mal... ja, also ich überlebe halt keine 2 Hits. So, ne? Ja, das ist ein Hit... 2 Hits überlebe ich, glaube ich, nicht, sodass ich einen dritten Hit auf den Keiler raushauen könnte. Oh, nee, also ich überlebe leider keine 2 Hits. Das ist schade. Ja, der macht dafür zu viel Schaden und ich habe das Gefühl, der steckt als Krieger einfach zu viel ein, sodass ich hier an der Etage noch irgendwie vorbeikommen könnte. Ja, wenn ich mal 2 normale, also wenn der zweimal nicht crittet, ne, dann ist es, glaube ich, auch schon mehr als genug. Bisher hat er jetzt jedes Mal gekrittet, aber ich glaube, naja, komm. Wenn er zweimal nicht crittet, dann... Ach, Digga, ich werde direkt weggekrittet hier. Dann reicht das, glaube ich, auch schon aus, ja. Und das ist so ein Ding, Hier 174, ja, nochmal ein Crit. Das ist aber ein Crit-Monster hier. Das muss ja auch nicht sein. Okay, das war der zweite normale Angriff. Der zweite ist immer stärker als der erste. Deswegen gehe ich mal von aus, weiß ich nicht, ob der so machbar ist. 173 und 223. Viel mehr ist, glaube ich, gar nicht drin. Ja, ich müsste 2 perfekte Rechtsraustreffer landen, um den wilden Keiler hier zu besiegen. Aber ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Dazu ist meine Spannweite von der Waffe einfach zu gering. Dafür wäre es besser, wenn ich vielleicht eine Waffe hätte, die meine Maximumspanne erreichen könnte. Das sind so 5400, glaube ich, rechts raus. Und nicht 4800, so wie hier. Dann könnte ich ein bisschen weiterkommen. Oder ich bräuchte einfach eine neue Waffe. Ja, eine neue Leggy-Waffe. So, ihr seht ja schon, selbst die normalen Waffen bieten schon meine Leggy-Waffe, die ich momentan drin habe. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf den Leggy Dungeon, wenn ich dann auch noch eine Leggy-Waffe bekomme und die dann nochmal besser ist, ja, als die normalen. So, ich finde jetzt leider keine, um euch das zu zeigen hier. 5290, ja. Also da geht ein bisschen was. Wie gesagt, 5400 ist so das, wo ich momentan hinkomme, rechts raus an Schaden. Und hätte ich denn die Waffe, ne, oder hätte ich, ja, die Waffe mit der Spanne, dann ist, denke ich mal, auch noch ein bisschen mehr möglich als jetzt. Aber jetzt ist halt eben durch diese niedrige Spanne, die Chancen sind da relativ gering. Und deswegen, ja, kann ich gar nicht über eine gewisse Spanne halt eben über die gewisse Spanne herauszielen, weil es halt eben nicht möglich ist, so, ne? Genau. Ja, deswegen lassen wir das, glaube ich, an der Stelle sein. Wir haben auf jeden Fall zumindest unseren Rekord heute wieder erreicht. Das ist schon mal ordentlich auf jeden Fall. Und ja, schwierig der wilde Keiler. Wir sind momentan noch auf Platz 1. Ich glaube nicht, dass sich das großartig ändert hier in der Gilde. Ja, Platz 1 insgesamt werden wir wohl leider nicht erreichen. Das ist wirklich verdammt schade. Ja, das ärgert mich wirklich am meisten, muss ich sagen, hier auf dem Server. Ja, dass wir hier keinen goldenen Hintergrund bekommen. Aber was soll's. Ja, ist halt eben auch nur temporär und Hauptsache, wir bekommen dieselben Rewards wie Platz 2 und Platz 1 und Platz 3. Ne? Das ist eigentlich somit das Wichtigste. Und ja, der Rest ist halt wirklich nur für die Optik. Also deswegen halb so wild, trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Ja, gerade weil ich jetzt 600 finische und davon bestimmt natürlich Video und Screenshots und sowas mache und da halt einfach mit einem silbernen Hintergrund chille. Ja, aber was soll's. Was soll's, ist egal, scheiß drauf. Ja, dafür holen wir auf einen Battle Mage. Ja, da holen wir hoffentlich Platz 1. Es ist hier auch wirklich sehr spannend. Ja, deswegen, es entscheidet sich alles am Sonntag um 20 Uhr, wer hier wie viel noch pushen wird. Es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend, was hier abgehen wird. Ne? Und auf W50 ist es ebenso spannend. Da sind wir jetzt gerade auf Platz 4. Ja, mal gucken, ob wir uns noch irgendwie auf Platz 3 schummeln können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bin sehr gespannt. Okay, Leute,
das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.